Servus, servus, grüß euch, mein Name ist Schaf. Ich befinde mich nach, ja, ich weiß nicht genau wie viele Tage es jetzt waren, mehr als 130 auf jeden Fall. Also bis zu meinem ersten Einsatz waren es 129 Tage. Vor ein paar Tagen bin ich zum ersten Mal wieder auf der kleinen Honda gesessen und heute nutze ich noch einmal das schöne Herbstwetter aus, um eine kleine Ausfahrt zu tätigen, bevor es dann kalt und schier wird. Und natürlich möchte ich ja selber wissen, wie es mir überhaupt am Motorrad geht nach meinem beinahe Abschied, nach meinem beinahe Abgang, also Abgang für die Ewigkeit. Deswegen habe ich heute gemeinsam mit dem lieben Lukas, der ist da irgendwo vorne, sind wir heute ausgerückt und ich habe mir gedacht, ich probiere das einmal aus, wie sich das anfühlt, wenn ich dann wieder auf Kurvenstrecken fahre, und ja, das werde ich euch jetzt versuchen ein bisschen zu berichten bzw. ein bisschen zu schildern. Gleich zu Beginn, ihr habt es gemerkt an diesem etwas holprigen Beginn, wo Sätze angefangen werden, die ich dann nicht zu Ende spreche. Ich habe natürlich gar nichts vorbereitet, da kommt der Porsche, den lassen wir vor. Ich habe jetzt natürlich gar nichts vorbereitet, das heißt, das wird jetzt eher so eine lose Gedankensammlung. Ich hoffe, ich kann das dann im Schnitt einigermaßen erträglich zum Anhören und Ansehen machen, beziehungsweise hinbekommen, dass das dann einigermaßen okay ist, sich das reinzuziehen. Also, das müsst ihr mir jetzt schon verzeihen, aber ich habe mir gedacht, es wäre ja trotzdem eine schöne Gelegenheit, euch ein Update zu geben. Also, nicht nur darüber zu erzählen, wie es mir jetzt geht, sondern vielleicht prinzipiell zu erwähnen, wie es jetzt überhaupt weitergeht bei mir in nächster Zeit. Ja, also ich bin heute zum ersten Mal wieder länger Kurven gefahren. Ich werde heute so circa, ich habe jetzt 180 Kilometer runter, so 250 werden es wahrscheinlich insgesamt werden. Und wie geht es mir dabei? Naja, ich muss sagen, ich würde mal sagen, es ist interessant. Also interessant beschreibt es wahrscheinlich am besten. Natürlich, abgesehen davon, dass wir jetzt, keine Ahnung, um die 15 Grad hier unten haben, die Straßen auch teilweise schon mit Laub bedeckt sind, also es sind jetzt sowieso keine Bedingungen mehr, um schneller zu fahren. Selbst wenn ich jetzt keine Zwangspause hätte einlegen müssen, dann wären meine Schräglagen jetzt natürlich schon dementsprechend niedriger, weil es die Verhältnisse nicht mehr zulassen. Und das heißt, ich bin heute gefahren, ja, vermutlich mit der Hälfte der Schräglage, die ich normalerweise fahre. Und wie fühle ich mich dabei? Also prinzipiell fühle ich mich eigentlich sehr gut dabei. Was für mich am positivsten ist jene Tatsache, dass ich, wie soll ich sagen, jetzt einmal keine so negativ Flashbacks bekomme. Also hilft sicher auch, dass ich auf einer anderen Maschine gestürzt bin und nicht auf meiner eigenen. Aber wenn ich da jetzt oben sitze und so Kurven fahre und da dann zum Beispiel links und rechts Wald ist und ich mich in Schräglage befinde, dann habe ich da jetzt glücklicherweise überhaupt nicht diese Gedanken mit, um Gottes Willen, da ist Wald, da ist es passiert, da der Baum, den könnte ich erwischen und so weiter und so fort. Und ich glaube nämlich auch, wenn ich jetzt permanent solche Gedanken hätte, beziehungsweise permanent das jetzt sehen würde, die Gefahr links und rechts, dann würde ich es wahrscheinlich bleiben lassen. Und das ist einmal auf jeden Fall nicht der Fall. Also ich kann mich nach wie vor sehr gut auf die Straße konzentrieren und alles links und rechts, ja, also ausblenden möchte ich nicht sagen, weil natürlich schaue ich mir an, was links und rechts ist. Ich muss ja meine Umgebung kennen und wissen, was um mich herum so passiert, beziehungsweise was sich um mich herum so befindet. Also prinzipiell, ja, wie fühle ich mich dabei? Es ist eigentlich ganz witzig, weil ich fühle mich, so wie es mir beim Kurvenfahren gegangen ist, fühle ich mich zurückerinnert so an die Zeit, wie sich das Ganze, also ich fahre jetzt, ich glaube das ist meine 9. Saison, wie sich das Ganze so vor 5 Jahren ungefähr angefühlt hat, und zwar dann, wenn man aus der Winterpause zurückkommt. Also da ist man einfach etwas wackelig unterwegs, da ist man etwas unsicher, und was vor allem ganz interessant ist, mein Puls ist wesentlich höher. Also ich merke einfach, dass ich viel aufgeregter bin. Und da läuten bei mir sozusagen sofort die Alarmglocken, weil
das, was meinen Fahrstil ermöglicht hat und das Ganze einigermaßen sicher und aber vor allem sehr kontrolliert gemacht hat, war jene Tatsache, dass ich einfach immer sehr, sehr entspannt und ruhig auf dem Motorrad geblieben bin. Also auch wenn ich schneller unterwegs war, dann war ich trotzdem, war es für mich kein Problem, da jetzt irgendwie Ruhe zu bewahren. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig, weil nur wenn man die Ruhe behält, dann kann man auch, sage ich einmal, fehlerfrei schneller fahren. Weil in dem Moment, wo man da jetzt einen höheren Puls bekommt, also ganz leicht, das lässt sich natürlich nicht vermeiden, der Puls ist schon erhöht, wenn man sowas macht. Aber wenn man da jetzt dann vor allem auch irgendwie nervös ist, dann verkrampft man ein bisschen, dann ist man angespannt und dann passieren ganz, ganz schnell die ersten Fahrfehler. Und das merke ich jetzt eben, also ich bin jetzt einfach nach über 4 Monaten Zwangspause, meine Routine, die ist einmal sowieso weg. Und das heißt, wenn ich mich jetzt da so mit schnelleren Geschwindigkeiten Kurven nähere, dann geht mein Puls in die Höhe, ich spüre quasi mein Herz bis zum Hals hinaufschlagen und da weiß ich dann auch sofort, okay, da musst du jetzt wirklich langsamer machen, weil ich sitze nicht schön entspannt auf der Maschine oben, es ist dann auch schwierig sozusagen zu spüren, was das Motorrad macht. Und ich muss dazu sagen, dass ich sozusagen die Lust am Hahn zu drehen, die ist eigentlich nach wie vor vorhanden und ist voll da. Aber eben gepaart mit dieser Nervosität, da muss man sich dann am Riemen reißen, weil so unsicher daher eiern in hoher Geschwindigkeit, das darf man nicht machen, beziehungsweise das möchte ich tunlichst vermeiden. Und so, jetzt nähern sich wieder ein paar Kollegen im Rückspiegel. Ist mal wieder vorbei. Und das ist jetzt zum Beispiel ein wunderschönes Beispiel. Es fällt mir jetzt schon schwer, mich da zurückzuhalten und die Kollegen nicht zu jagen. Aber es ist einfach keine gute Idee, weil mir fehlt total die Routine, mir fehlt total die Sicherheit. Und es wäre dann einfach gefährlich, beziehungsweise ja, noch gefährlicher, als was es so eh schon ist. Also zusammenfassend zu sagen, eine gewisse Nervosität, die ist da, die spüre ich. Vor allem auch die fehlende Routine, also ich merke das bei den Schaltvorgängen, wenn ich Zwischengas gebe, beziehungsweise also es ist ja kein Zwischengas eigentlich, sondern wenn ich da die Drehzahlen angleiche, wenn ich Rev-Matching mache, das sitzt noch überhaupt nicht, das passt gar nicht, also liege ich meistens daneben und fahre ziemlich rucklig durch die Gegend. Also da merkt man einfach, die Routine, die ist natürlich weg nach so einer langen Pause und vor allem körperlich bin ich jetzt eigentlich schon wieder sehr, sehr gut beieinander. Für andere Leute wäre meine Definition von sehr, sehr gut eine Katastrophe. Nein, aber ich war ja auf Reha und ich trainiere jetzt regelmäßig, also mir geht es eigentlich schon wieder körperlich sehr gut. Rein konditionell oder so merke ich nichts, aber mit der CB500 fahren, mit dieser super agilen Maschine, ist ja auch wirklich alles andere als anstrengend. Das hat schon noch Spaß gemacht und das macht immer noch Spaß. Allerdings kommt jetzt da etwas zu tragen, nämlich jener Umstand, dass ich eigentlich selber, habe ich mir nach dem, was passiert ist, natürlich, weil ich auch sehr, sehr viel Glück im Unglück hatte, habe ich mir vorgenommen, dass ich jetzt so, wie ich vorher gefahren bin auf der Straße, das möchte ich eigentlich nicht mehr tun. Und jetzt hat mir aber gleichzeitig dieser Fahrstil wahnsinnig viel Freude bereitet. Also wirklich für mich war auch, wenn ich Motorradfahren gegangen bin, wenn ich Kurvenfahren gegangen bin, dann hat das einfach bedeutet, dass ich ja, auf Schräglagenjagd war und so flott wie möglich um die Ecken kommen wollte. Da habe ich mir jetzt eigentlich fest vorgenommen, das nicht mehr zu tun. Ich kann das jetzt schwer, so warte, ich glaube, da muss ich jetzt abzweigen. Genau. Ich kann das jetzt auch schwer überprüfen, sozusagen, ich kann mich da jetzt schwer testen, ob mir das gelingt, dass ich mich da jetzt zusammenreiße und langsamer mache, weil, wie gesagt, bei diesen Bedingungen wäre ich auch ohne Sturz nicht mehr besonders schnell unterwegs gewesen. Und da muss ich einfach ja, aufs nächste Jahr warten, wenn es dann wieder soweit ist, wenn der Frühling und der Sommer dann da ist und man auch wieder ohne größere Gefahren schneller fahren kann. Da muss ich mir dann ansehen, ob es mir dann gelingt, mich zusammenzureißen.
es ist eigentlich im Endeffekt nichts anderes wie eine, ja, sage ich einmal, Reifeprüfung für mich selbst, ob ich mich wirklich am Riemen reißen kann. Weil ich glaube, wenn ich ja jetzt drauf komme, dass ich eigentlich so weiterfahre, wie ich es vorher gemacht habe, dann muss ich mir was überlegen, beziehungsweise dann muss ich mir auch vielleicht eingestehen, dass ich nicht reif genug bin, um verhalten unterwegs zu sein. Ich kann da jetzt ja natürlich nur mutmaßen, aber so wie sich das jetzt für mich anfühlt, könnte ich mir vorstellen, dass ich zum Beispiel sage, naja, so Tagesausfahrten, Kurven fahren, jetzt zum Beispiel auch mit der eigenen, also wirklich, wo es ja auch nicht darum geht, irgendwelche Fotos zu machen, weil die ist ja schon zigtausend Mal fotografiert worden, das interessiert mich nicht mehr. Also wenn ich jetzt mit dem eigenen Motorrad unterwegs bin und nicht irgendwelche Leihmaschinen zur Verfügung gestellt bekomme, also ich glaube so Kurven fahren, Kurven heizen, tageweise, ich glaube, das werde ich nicht mehr machen. Da halte ich es dann eher für sinnvoller, dass ich mich darauf konzentriere, dass ich zum Beispiel wirklich irgendwie versuche, möglichst viele von meinen Freunden zusammenzutrommeln und dann gemeinsam irgendwo hinzufahren mit einem Ziel, weiß ich was, dass man Mittagessen fährt, irgendwo hin, wo es schön ist, oder dass man vielleicht auch gleich übers Wochenende wegfährt, aber dass da sozusagen dann das Erlebnis in der Gemeinschaft im Vordergrund steht und nicht mehr das Heizen in der Gemeinschaft. Weil glücklicherweise habe ich ein paar Freunde, die mit dem Heizen selber nichts zu tun haben wollen, und mit denen könnte ich dann auch besser gemütlich fahren. Ja, jetzt hat sich herausgestellt, dass der liebe schön ist da, oder? Dass der liebe Lukas die Abzweigung doch verpasst hat. Jetzt warte ich gerade auf ihn, dass er nachkommt, habe gerade mit ihm telefoniert. Prinzipiell ist das schon wie Fahrradfahren, würde ich sagen, wenn man es einmal kann. Dann kann man es jederzeit wieder machen, auch nach längerer Unterbrechung, aber einfach nicht mehr auf diese Art und Weise, wie man das vielleicht vorher schon gewöhnt war. Es ist halt nur ein bisschen tückisch, weil ich mich natürlich noch sehr wohl daran erinnern kann, was da möglich ist, wie sich das angefühlt hat, aber da muss man jetzt einfach reif genug sein, was aber nicht besonders schwer ist, wenn ich an den Unfall und die Folgen zurückdenke, dass man sich da dann am Riemen reißt und einfach wirklich das Ganze entspannt angeht. Ich habe nur noch eine Niere, die würde ich ganz gerne behalten, das heißt, noch einmal darf mir so ein Unfall nicht passieren und dementsprechend muss einfach das Tempo auf der Straße rausgenommen werden, was ja natürlich sowieso immer der Fall sein sollte, aber Spaß hat es natürlich trotzdem gemacht, und ich hatte jetzt bei dem, was ich getan habe, auch nie ein schlechtes Gewissen, weil ich der Meinung war, das alles ausreichend unter Kontrolle zu haben. Ein ganz anderer Aspekt, den ich da jetzt auch noch erzählen möchte, der da wesentlich entscheidender ist, wenn es um die Frage geht, wie ich mich eigentlich bei der Fahrt, bei der Fahrerei fühle. Ich habe vorhin in der Mittagspause zum Lukas gesagt, also obwohl mir das Fahren an sich an Spaß macht und wenn es auch schön kurvig ist, dann bereitet das Freude, auch im langsameren Modus, aber also jetzt genießen kann ich diesen Tag da draußen, diesen wunderschönen Herbsttag eigentlich trotzdem nicht. Und das hat jetzt überhaupt nichts mit meinem Unfall zu tun, sondern vielmehr mit meiner derzeitigen Lebenssituation. Ah, jetzt kommt der Lukas daher. Was habe ich gerade gesagt? Genau, ich wollte gerade sagen, warum ich das Ganze jetzt nicht genießen kann. Also es ist nämlich so, meine derzeitige Lebenssituation, die ist nicht besonders rosig, war an und für sich schon vor dem Unfall ähnlich, nur hat der Unfall das Ganze jetzt natürlich nicht unbedingt leichter gemacht. Und zwar, ich bin derzeit ja, auf Arbeitssuche. Ich habe vorher ja studiert und frei für eine Filmproduktion gearbeitet. Als Student hat das gereicht, dieses Einkommen. Und jetzt möchte ich aber nicht mehr studieren, weil es würde mir jetzt zu lange dauern, das zu erklären, aber ich habe einfach das für mich falsche Studium gewählt, bin aber leider Gottes relativ spät erst drauf gekommen. Jedenfalls möchte ich das nicht mehr machen, und ich war dann vor meinem Unfall so weit, dass ich gesagt habe, naja gut, dann muss ich mir halt eine Arbeit suchen, und damals wäre es mir am liebsten gewesen, mir einen passenden Teilzeitjob zu finden, der mir einfach noch Zeit und Kraft überlässt, dass ich da mein Social-Media-Projekt oder meine Projekte weiter vorantreiben kann, weil ich einfach immer davon überzeugt war, dass ich
dass sich daraus früher oder später etwas ergeben würde, auch für eine berufliche Zukunft. Und ja, in der Situation bin ich jetzt an und für sich wieder oder immer noch. Allerdings bin ich jetzt nicht mehr unbedingt davon überzeugt, dass sich aus dem, was ich da mache, auch beruflich etwas entwickeln kann, einfach weil sich meine Einstellung zum Motorradfahren jetzt doch ein bisschen geändert hat. Es ist für mich immer noch das Schönste und Beste, was ich jemals getan habe, also wenn es um Freizeitbeschäftigungen geht. Und deswegen bin ich auch nach einem Nahtoderlebnis ja wieder aufgestiegen, weil ich einfach, ich möchte das unbedingt ausprobieren, und wenn es mir nach wie vor irgendwie einen Spaß macht, dann möchte ich ja auch dabei bleiben, weil wie gesagt, ich habe doch schon ein paar Sachen in meinem Leben ausprobiert, aber ich habe noch nie etwas gefunden oder irgendetwas betrieben, was mir dermaßen viele Glücksmomente wie die Fahrerei auf 2 Rädern beschert hat. Aber trotzdem hat sich da jetzt meine Einstellung, wenn es darum geht, da irgendwie einen Beruf oder so daraus zu machen, doch ein bisschen geändert. Derzeit wüsste ich nicht, in welche Richtung ich da gehen könnte und mich gleichzeitig dabei wohlfühlen soll. Das heißt, jetzt bin ich eigentlich wieder ein bisschen, ja, zurück an die Startlöcher, oder jetzt bin ich eigentlich wieder so ein bisschen zurück zur Null gekommen. Also nicht ich als Null, sondern einfach ja, zurück zum Start, zurück an den Start. Ich muss mir jetzt einfach eine Arbeit suchen, muss schauen, wie ich mein Leben selbst auf die Beine bekomme. Ja, nachdem meine Ausbildung, meine Qualifikationen nicht unbedingt die besten sind, könnte das eine Zeit lang dauern, weil ich natürlich zunächst versuchen möchte, in dem Bereich, in dem ich etwas gelernt, etwas studiert habe, ich habe einen Bachelor in Medientechnik, natürlich möchte ich da zunächst schon versuchen, in diesem Bereich etwas zu finden, damit sozusagen das Studieren nicht umsonst war. Aber das ist sehr, sehr schwer, und ja, ich sage mal, ich gebe mir da jetzt noch ein paar Monate Zeit. Ich habe Gott sei Dank keinen allzu großen Druck finanziell, beziehungsweise generell, wenn es jetzt so um eine Versorgung oder Sicherheit geht. Dafür ist die Familie noch da, glücklicherweise. Aber ich laber da. Was ich einfach sagen möchte ist, solange ich mich jetzt so in dieser Situation befinde, also in einer ungewissen Situation, und ich nicht weiß, was morgen oder in ein paar Wochen oder ein paar Monaten ist, wenn ich nicht weiß, wo ich mein Einkommen herbekomme, dann kann ich sowas wie das Motorradfahren gar nicht so wirklich genießen. Und das beschränkt sich jetzt nicht aufs Motorradfahren, sondern das beschränkt sich auf jede Freizeitbeschäftigung. Also es ist für mich derzeit kopfmäßig nicht besonders lustig, weil es mir kaum noch gelingt abzuschalten. Und es ist egal, ob ich da jetzt vom Computer sitze oder ich mich mit meinen Freunden treffe und da irgendwie, weiß ich was essen gehe oder so. Es ist halt, ich komme nicht mehr wirklich zur Ruhe, weil mir das so zu schaffen macht, diese Ungewissheit. Und leider Gottes wirkt sich das bei mir auch sehr, sehr stark auf meine Kreativität aus, weil ich bin so ein Mensch, ich brauche sozusagen eine Sicherheit, um erfolgreich kreativ sein zu können. Also es gibt Menschen, die sind besonders kreativ, wenn sie sozusagen am Existenzminimum dahin schlittern, die quasi aus der Not heraus kreativ sein können. Und bei mir ist das überhaupt nicht so. Ich muss mich erst einmal safe und sicher fühlen, damit ich mich einfach wieder dem Kreativen widmen kann. Nachdem bei mir da derzeit alles so ungewiss ist, kann ich auch nicht wirklich besonders gut kreativ sein und jetzt zum Beispiel auch noch auf meinem eigenen Kanal mit meinem alten Videomaterial da was Großartiges machen. Die T-Shirt-Aktion, die ich gestartet habe vor ein paar Wochen, die war ein voller Erfolg. Also ich habe da wirklich einige, ich glaube es waren über 140 T-Shirts verkaufen können. Das Geld, das ich da jetzt eingenommen habe, das ist allerdings nicht einmal da reingeflossen, sondern das habe ich auf die Seite gelegt. Ich habe ja im Video schon verkündet, dass ich meinen Computer damit wieder ein bisschen aufrüsten möchte, damit ich mich auch um größere Videoprojekte kümmern kann. Und ich habe auf jeden Fall so viel Geld verdient, dass ich mir bereits eine SSD, eine große, kaufen konnte. Und ich sage mal, für meine langfristige Speicherlösung, die ich dann für mein Videomaterial brauche, da habe ich so circa die Hälfte jetzt auf die Seite legen können. Also ich sage mal, vielleicht mache ich zu Weihnachten dann wieder eine und dann reicht es auch, dass ich mir eine schöne, langfristige und ordentlich große, auch zukunftsorientierte Speicherlösung besorgen kann. Für die große SSD, die hat es auf jeden Fall gereicht.
Und das heißt, mein Computer ist jetzt soweit auch wieder tauglich, mehr oder weniger. Er ist leider Gottes auch schon sehr, sehr alt, aber funktionieren tut er noch. Dass ich mich um diese größeren Videoprojekte kümmere, und ich habe da auch schon ein bisschen angefangen, mich herumzuspielen mit dem Material aus dem Jahr 2015, wo ich eine Woche in Italien unterwegs war. Aber wie ich es gerade erklärt habe, solange ich da irgendwie so in der Schwebe bin, was meine Zukunft betrifft, habe ich da auch nicht wirklich die Fähigkeit, mich da hinzusetzen und stundenlang an diesen Videos zu arbeiten, weil ich habe einfach ständig dann auch dieses Gefühl, dass ich doch was Sinnvolleres im Sinne von Arbeit suche und tun sollte, anstatt da jetzt Videos zu schneiden, die ich ja zum eigenen Vergnügen schneide. Damit verdiene ich kein Geld. Und im Prinzip lächerlich, weil man kann sowieso nicht mehr als ein paar Stunden pro Tag Arbeit suchen und sonst ist ja gar nicht viel zu tun. Das heißt, da hätte ich dann eh ausreichend Zeit. Aber was soll ich machen? Ich habe es immer wieder probiert, meinen Kopf zu besiegen, aber das gelingt mir nur in ganz, ganz kleinen Schritten. Und da wird sich jetzt auch in den nächsten Wochen nicht schlagartig etwas daran ändern. Aber ab und zu schaffe ich es schon, dass ich mich hinsetze und ein bisschen was mache. Also das heißt, ich bin zuversichtlich, dass in der Winterzeit, so bis Weihnachten oder so, da wird schon wieder was zu sehen geben, da werde ich schon wieder was gemacht haben. Jedenfalls möchte ich mich recht herzlich bedanken bei all den Leuten, die ein T-Shirt gekauft haben und die mir das ermöglicht haben. Ich habe das Geld sofort investiert in den Computer bzw. auf ein Sparbuch gelegt, wo es ruht, bis ich mir dann die langfristige Speicherlösung auch leisten kann. Was anderes mache ich nicht damit. Also mein privates Vergnügen, das sich momentan eh auf sehr, sehr wenige Dinge beschränkt, das finanziere ich mir anders. Wie das? Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Okay, ich versuche wieder zusammenzufassen, so was habe ich jetzt erzählt. Motorradfahren macht mir noch Spaß, allerdings wird die tatsächliche Probe erst im nächsten Jahr erfolgen. Derzeit macht es mir keinen Spaß, weil ich in meinem Kopf sozusagen keine Ruhe habe. Das habe ich jetzt erzählt. Gefühlstechnisch, wie geht es mir sonst noch dabei? Habe ich irgendwas vergessen? Nein, ich glaube nicht. Also bin heute mit der Triumph Daytona vom Lukas auch schon gefahren, aber da muss ich sagen, das ist nichts. Also nicht, weil das Gerät um so viel mehr Leistung hat, sondern ich bin heute schon auf Winterkleidung, also unten drunter habe ich relativ viel an, das heißt, da bin ich ziemlich unbeweglich. Und die Kombination von unbeweglich und Supersport, muss ich sagen, die kann nicht so viel. Ich bin ständig im 6. Gang und glaube, ich habe noch einen. Also wie gesagt, diese Kombination, die kann nicht besonders viel, das war mir zu anstrengend. Da habe ich dann zurück auf meine gewechselt und habe gedacht, stattdessen werde ich jetzt versuchen, einen Vlog aufzunehmen, damit ich euch wieder ein bisschen, über meine derzeitige Lage aufklären kann und eben auch vor allem erzählen kann, die schöne Geschichte mit den T-Shirts, dass das so gut funktioniert hat. Ich versuche jetzt nur noch zu überlegen, ob mir noch irgendwas zusätzlich einfällt zum Thema Sturz, was es da für Fragen geben könnte. Aber ich glaube, ich muss da einfach sagen, wenn ihr jetzt persönlich Fragen habt rund ums Thema Sturz und wie sich das jetzt für mich anfühlt, dann müsst ihr mir die in die Kommentare schreiben und ich werde ein weiteres Video aufnehmen, später irgendwann einmal. Ja, genau, natürlich, die Leute werden fragen, wie es ausschaut mit dem Sturzvideo, weil ich das Ganze ja gefilmt habe. Ja, ich habe das Ganze gefilmt und ich möchte das auch wirklich gerne zu einem, sag ich mal, aufklärerischen Video verarbeiten und die gesamte Geschichte erzählen, was wie passiert ist. Aber ich bin immer noch nicht so weit. Also ich schaffe es immer noch nicht mental, mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe mir, wie gesagt, ich glaube, ich habe es einmal erwähnt, ich habe mir den Sturz angesehen, als ich aus dem Spital entlassen wurde. Habe ihn mir sogar zweimal angesehen. Ja, da bin ich dann drauf gekommen, wie ich mir das Videomaterial weiter angeschaut habe, weil ich habe die Kamera, die hat sich beim Unfall vom Helm gelöst und die hat dann aber noch im Wald liegend weiter aufgenommen und man hört ganz leise, hört man auch ein bisschen Ton, weil sie im wasserdichten Gehäuse drinnen war. Und da habe ich mich dann selber dabei gehört, wie ich um Luft ring und nach Hilfe schreie und so weiter, und das war dann ein bisschen viel für mich und da habe ich mir gedacht, das muss ich noch ein bisschen ruhen lassen
bis ich mich darum kümmern kann. Aber ich habe es mir fest vorgenommen, ich möchte es auf jeden Fall in Angriff nehmen, wenn ich soweit bin. Verpassen könnt ihr das dann eh nicht, weil das landet sowieso auf meinem Kanal. Ja, genau, jetzt ist mir dann doch noch ein interessanter Nachtrag eingefallen zu diesem Thema, das Motorradfahren nicht genießen können aufgrund der Lebenssituation. Es ist nämlich auch da ganz entscheidend, weil das war jetzt bei mir eigentlich schon länger so, diese Situation, weil ich bin im Studium die letzten Jahre nicht mehr glücklich gewesen, also im Masterstudium dann, und ich hätte mir eigentlich schon längst überlegen müssen, was ich denn sonst so machen möchte, was ich arbeiten könnte oder ob ich vielleicht was anderes studieren sollte noch. Und ich habe mir aber keine Gedanken gemacht. Ich bin einfach immer vor dieser Konfrontation mit mir selbst ja eigentlich davongelaufen, kann man sagen. Und dass ich mich dann aufs Motorrad setze und einfach möglichst schnell eine kurvige Strecke fahre, das war auch ein Teil dieses Davonlaufens. Und das ist jetzt eben genau mit dem, was passiert ist, sozusagen, ja, was dabei für mich rausgeschaut hat, also beinahe drauf zu gehen, habe ich mir dann eben, ja, nicht geschworen, aber ich habe mir einfach selber gesagt, na, ich muss das jetzt lösen, ich muss sozusagen meine nahe Zukunft einmal in Ordnung bringen, bevor ich mich da wieder auf den Bock schmeiß, weil so kann einfach wirklich im Sinne von, so kann das nicht weitergehen. Und ja, klingt blöd, aber wahrscheinlich hat es den Unfall dafür auch gebraucht, dass ich einfach mal zu dieser Einsicht überhaupt komme. Prinzipiell finde ich ja dieses Thema an sich recht spannend, dieses Schnellfahren am Motorrad, um auch ja, sozusagen als Flucht vor der Realität eigentlich, aber das würde jetzt, also das muss ich auf jeden Fall vorbereiten, wenn ich darüber in einem Video reden möchte, weil dazu habe ich einiges zu sagen, weil ich das definitiv auch als Flucht betrieben habe und ich hatte natürlich schon das Gefühl, das immer voll unter Kontrolle zu haben, sonst hätte ich das nicht auf diese Art und Weise machen können, aber ich muss schon auch dazu sagen, dass es mir sicherlich leichter gefallen ist, das mögliche Risiko einfach auszublenden, weil mir ja, meine Existenz jenseits des Motorrads nicht besonders viel wert war, um ehrlich zu sein. Man denkt halt dann auch nicht unbedingt an das Szenario eines Unfalls, sondern ja, man denkt halt eher immer 0 und 1. Entweder das funktioniert, man fährt so weiter, hat Spaß, läuft erfolgreich davon, oder ja, man fliegt auf die Schnauze und ist weg. Aber an ein Unfallszenario zum Beispiel habe ich selber gar nie gedacht. Also dazu, zu diesem Thema Flucht vor der Realität mit dem Motorrad, habe ich sicher einiges zu sagen. Und auch das werde ich in einem anderen Video verpacken, aber das würde den Rahmen jetzt auf jeden Fall sprengen, beziehungsweise das muss einfach vorbereitet werden, weil sonst rede ich 6 Stunden lang wahrscheinlich. Ja, und um eben dieses Kapitel oder dieses Thema zum Abschluss zu bringen, da ist es mir relativ leicht gefallen, so hohes Risiko einzugehen, frei nach dem Motto, besonders viel habe ich eh nicht zu verlieren, und das hat der Unfall auf jeden Fall auch bewirkt, dass ich mir dann gesagt habe, ja gut, das erstmal in den Griff bekommen, sozusagen dafür sorgen, dass man mal wieder etwas zu verlieren hat, das Leben quasi in die richtige Bahn lenken. Und ich bin mir nämlich auch sicher, wenn das Leben wieder auch auf anderen Seiten oder in anderen Aspekten lebenswert ist, dann wird man sowieso automatisch vom Gas gehen, weil dann hat man einfach etwas, das man nicht verlieren möchte. Und ja, es ist jetzt schon relativ deep, würde ich mal sagen, aber es ist die Realität. Also wie gesagt, auch wenn ich jetzt meine Rückkehr gemacht habe und auch wenn ich jetzt noch einen Spaß am Fahren habe, ich weiß noch nicht wirklich, wie es weitergeht. Ich weiß noch nicht, wie ich das da alles weitermachen kann und will. Wichtig war mir auf jeden Fall, das Ganze noch einmal vor dem Winter ausprobieren zu dürfen, weil wenn ich da jetzt sozusagen, keine Ahnung, 9 Monate oder so hätte pausieren müssen, dann wäre das auf jeden Fall hart gewesen, diese Ungewissheit, ob das noch einen Spaß macht oder nicht. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das heute an einem wirklich schönen Herbsttag noch ordentlich austesten durfte. Aber das heißt jetzt einmal gar nichts, außer dass ich weiß, dass grundsätzlich bereitet mir das schon noch ein Vergnügen, aber
die Umstände, die äußeren, mein Leben betreffend und auch wie man hier im Herbst fahren kann und so weiter. Von dem her kann ich das jetzt noch gar nicht beurteilen und das wird sich erst mit der Zeit zeigen. So, jetzt können wir auch noch ein paar Kurven da am Hals genießen. Da bin ich ja jetzt auch schon lange nicht mehr gewesen, seit März oder so nicht mehr. Und ihr merkt eh, da halte ich dann auch gleich wieder die Schnauze, weil da muss man sich dann doch konzentrieren. Ja, nur nicht nervös werden, da überhole ich sicher nicht. Aber jetzt. Ja, da sieht ihr, wie viel Laub da schon liegt. Nicht optimal, vor allem auch schön staubig. Aber der Asphalt ist hier sehr gut. Darauf kann man sich in Kombination mit dem PT45 dann schon darauf verlassen, dass das noch hält. Und ihr merkt natürlich auch, die Schaltzeitpunkte, nicht ganz das, was es einmal war. Und das ist mir schön, dass ich das jetzt ausprobiere, dann fällt mir das auch noch ein, das ist mir heute schon noch aufgefallen. Also in diesen blinden Ecken, da werde ich auf jeden Fall Tempo rausnehmen in Zukunft. Ich habe das eigentlich schon im vergangenen Jahr damit angefangen. Ich habe es einfach nicht mehr geschafft, mich so dermaßen, ja, mit dem, sage ich mal, Urvertrauen, mich um ein blindes Eck zu schmeißen. Und das ist mir heute dann wieder noch stärker aufgefallen, obwohl mein Unfall jetzt überhaupt nichts mit einem blinden Eck zu tun hatte, obwohl da keine böse Überraschung gewartet hat nach der Ecke. Das fühlt sich einfach nicht mehr gut an, sich da zu überwinden, weil es ist ja relativ, ja, na, unnötig ist es nicht, weil natürlich ist es schön, wenn man schnell um eine Kurve fährt. Aber ich merke schon, ich bleibe da jetzt immer weiter außen und fahre auf jeden Fall sehr zuwartend und gebe dann erst Gas, wenn ich sehe, okay, es geht, es ist frei. Ja, also ich muss gestehen, viel mehr fällt mir fürs Erste nicht mehr ein. Bitte entschuldigt noch einmal diesen, ja, sage ich mal, Gedankenwirrwarr, der das jetzt ist. Also dieses Video hat sicherlich keine schöne Struktur, sondern ich habe da relativ wahllos meine Gedanken aneinandergereiht, die mir jetzt so spontan in den Sinn gekommen sind. Aber ihr kennt euch wieder ein bisschen besser aus und ich war sozusagen auch wieder ein bisschen produktiv, das freut mich ja auch. Das Einzige, was ich da jetzt noch zum Schluss einschieben möchte, beziehungsweise da jetzt noch ein kleiner Einschub, wenn mir das einfällt, da werden jetzt sicher einige von euch wieder sagen wollen, ja, aber langsam Motorrad fahren, das macht ja auch Spaß und ich fahre ja selber auch langsam, ich habe ja auch einen Unfall gehabt oder ich weiß es nicht. Ich war als Junge auch so verrückt unterwegs und so weiter und so fort. Ja, natürlich kann langsam Motorradfahren einem Spaß machen. Und das war auch für mich ganz, ganz wichtig, immer zu sagen, wichtig ist, dass Motorradfahren einem Spaß macht, aber wichtig ist dabei nicht, wie es einem Spaß macht. Ob man da jetzt schnell oder langsam fährt oder weit oder kurz, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Wichtig ist halt, dass man, wenn, nur sich selbst in Gefahr dabei bringt. Und was jetzt da mich betrifft, ich habe es jetzt eh schon ein paar Mal erwähnt, aber um das noch einmal deutlich und klarer zu machen, ich weiß es noch nicht. Also ich kann das erst im nächsten Jahr dann feststellen, wenn die Bedingungen wieder entsprechend sind, dann schauen wir weiter. Dann wird sich alles Weitere weisen.
Aber so für jetzt, fürs Erste war es das einmal. Ich verabschiede mich auf jeden Fall von euch. Sag noch einmal danke vielmals zu all jenen, die eines meiner T-Shirts gekauft haben. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich habe keine Ahnung, was das sein wird, ob ich da dann wieder einen Vlog daheim aufnehme oder ob ich noch einmal ausrücken kann oder ob ich vielleicht doch noch irgendetwas zusammengeschnitten bekomme. Wobei, ja, das wäre dann schlecht, weil das wird dann noch sehr, sehr lang dauern bis zum nächsten Video. Ah ja, jetzt fällt mir noch ein, richtig, ein italienisches, ein Rotalia Video habe ich noch auf meiner Festplatte, das große Finale. Das werde ich demnächst hochladen. Oder vielleicht habe ich es dann eigentlich sogar schon vor diesem Vlog hochgeladen, das kann auch durchaus sein. Schauen wir mal. Wobei ich glaube, nein, den lade ich bald hoch. Also, ja, ihr werdet es dann eh sehen. Aber so viel dazu. Ja, danke fürs Zuhören und speed safe.